beispielsweise als Farbe, als Material, als Werkzeug des Malers identifiziert werden könnte. Das Bild heißt die Flamme. Eine Flamme, die scheinbar rauchlos über der Landschaft schwebt, charakteristisch für die Gegend um Leipzig herum. Die Region ist geprägt durch petrochemische Industrie seit vielen Jahrzehnten, sodass der Anblick einer solchen ewigen Flamme durchaus ins Landschaftsbild gehört. Für mich steht Flamme in der Regel für Inspiration, ein altertümlicher Begriff, der in der Gegenwartskunst keine Rolle spielt. Für mich sehr wohl. Das lässt das Bild dann sofort als lesbar erscheinen. Die Inspiration ist nicht immer und überall, der Geist weht nicht immer und überall. Der Mann ist fixiert, seine Position ist nicht das, was zu sein scheint. Und obendrein wird die Komposition bestimmt durch eine Andreaskreuzartige Blockade. Das ist etwas, was man in meinen Bildern häufiger findet. Es symbolisiert ja letzten Endes auch einen gesperrten Zutritt. Okay. We confronted here with a figure which in itself turns out to be highly uncomfortable upon closer inspection. The figure is fixated while marching in large, far-flung, far-fetched steps. The color of the painter and the flame in the center right of the painting is seemingly hovering throughout the landscape. Now, this is the landscape surrounding Leipzig, and as you may or may not know, Leipzig and its landscape has seen centuries of petrochemical industry, heavy industry, and while people may take it as a sign of the petrochemical industry in the landscape, for me and in my paintings, it's a signet, the old sense of ancient art. And if the spirit does not move the figure, he's fixated. So he's fixated on a cross, and that's something you will see in other paintings where the figures are bound to something. They're blocked from doing what they really want to do. They're inhibited, if you will, and this is what you can see in the cross. Like St. Andrew's cross. So, the next Zug. The next Zug. Aha. Might be very risky to show a painting like this in New York because there are two smokers. Official space. Das Bild heißt der nächste Zug. Wir haben im Deutschen natürlich die wundervolle Dreifachbedeutung. Der nächste Zug, the next train, der nächste Zug an der Zigarette und der nächste Zug im Spiel, im Schachspiel. Das Spiel selbst mag sich außerhalb des Bildgevierts befinden, womit die beiden tatsächlich beschäftigt sind, ist der Fantasie des Betrachters überlassen. Der Titel macht insofern nur einen Vorschlag. Es könnte sich also um Schach handeln. Auf jeden Fall befinden sich die beiden in einem Zustand der Kontemplation.
der linken Hälfte des Bildes haben wir so eine Art Tempel oder aber auch Katafalk, in dem Elemente dessen aufgebahrt sind oder aufgeschichtet sind, je nachdem, die innerhalb dessen, was ich gewöhnlich tue, auch eine Rolle spielen, also eine Palette, ein Buch, reichlich Diffusität und so weiter. Und im Zentrum bzw. im Hintergrund des Bildes haben wir eine Situation, die auch durch ein gewisses Maß an Diffusität gekennzeichnet ist. So als würde sich Entwicklung, und das markiert im Grunde genommen auch meine Auffassung vom Malbaren schlechthin und von Lesrichtungen. Ich hätte es eigentlich immer gern, wenn eine gemalte Situation in zwei Richtungen interpretierbar ist. Ich erkläre das immer gerne am Beispiel des Mannes, der sich seine Schuhe zubindet. Wenn man den malt, kann man unmöglich behaupten, er bindet sich die Schuhe zu. Der Betrachter könnte ebenso gut sagen, er bindet sie sich auch. Das heißt, hier kann man sagen, die Situation dort hinten entwickelt sich erst noch, oder aber es bricht zusammen, es zerfließt ineinander. This painting here is called Der nächste Zug. In the German sense of the verb Zug, Z-U-G, has a trifold meaning, beautiful trifold meaning. It means the next train, catching the next train, der nächste Zug, but also the next draw on a cigarette, as well as the next move on a chessboard. The title really only makes a suggestion as to what the painting tries to narrate. It depicts a moment of contemplation in the lives of the two figures in the front. The utensils of the painter are shown in the left, in the little space surrounded by the piece of furniture. You see a palette of colors, you see a book, and sufficient blur and diffusation, if you will. The scene is a scene that could either be in the making or a scene that's coming to the end. Neo pointed out that the narration or the readable element in the painting allows for a double meaning and is legible in two opposite directions. You could either say the shoes are about to be tied, but maybe they're about to be untied. And this is what the para motto also refers to, this double meaning. Next one. Which one would you prefer? Let's finish with the barbarians and then, yeah. No, I'm with you right here. Ja, vielleicht sollte ich gerade angesichts dieses Bildes noch anmerken, dass das, was ich hier tue, ohnehin sehr riskant ist, denn um es mit Ernst Jünger auszudrücken, wer sich selbst interpretiert, geht unter sein Niveau. Und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, meine Bilder auseinanderzunehmen, zu erklären, zu interpretieren. Dieses